Lieber Gott, wir sind dankbar, dass wir heute trotz Corona einen Gottesdienst haben können. Wir wollen dein Wort lesen und verstehen. Rede mit uns, Herr. Lass uns deinen Willen verstehen lassen und verändere unser Leben nach deinem Willen. Vielen Dank, Herr. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Ja, unser Predigttext heute ist aus Johannes 13, Vers 12 bis 17. So spricht Gottes Wort. Als nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, auf das, gleich wie ich euch getan habe, auch ihr tut. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer als der ihn gesandt hat. Denn ihr dies wisset, glücklich seid ihr, wenn ihr es tut. So ist das Gottes Wort. Selig sind die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Im Rahmen von Predigtserie über Einander diskutieren wir heute über das Thema, sich gegenseitig die Füße zu waschen. Eigentlich, das ist nicht ein Text, das ich gerne predigen will, weil der Text ist für mich sehr extrem. Warum? Dann vielleicht werden wir sehen später. Das Waschen der Füße ist seit langem ein kirchliches Ritual. Besonders in den katholischen, lutherischen, anglikanischen und methodistischen Kirchen ist diese Praxis zu einer Tradition geworden, die regelmäßig durchgeführt wird. Was bedeutet Fußwaschen? Dieser Vorfall ereignete sich zum Abendmahl, als sie zusammen aßen, so sagt Vers 2. Jesus weiß, dass die Zeit gekommen ist, das Werk der Erlösung für unsere Sünden am Kreuz zu vollenden, und dann wird er zum Vater zurückkehren. In dieser Zeit wäscht Jesus die Füße seiner Jünger, einschließlich Judas, von dem er weiß, dass er ihn verraten wird. Die Wurzel dieser Fußwaschungspraxis scheint in den alten Zivilisationen zu liegen, besonders dort, wo Sandalen das Hauptschuhwerk waren und man auf dem Boden bzw. auf dem Teppich saß, um das Haus oder bzw. das Zelt sauber zu halten. Besonders wenn man Gäste hat, ein Gastgeber würde den Gästen Wasser zum Waschen ihrer Füße zur Verfügung stellen, sogar einen Diener zum Waschen der Füße der Gäste zur Verfügung stellen oder sogar die Gäste durch Wasser ihre Füße bedienen. Das wird an mehreren Stellen im Alten Testament der Bibel erwähnt. Ein typischer Wirt aus dem Osten kann sich verneigen, grüßen und seinen Gast küssen und dann Wasser anbieten, damit der Gast seine Füße waschen oder von Dienern tun lassen kann. Obwohl das Tragen von Sandalen das Waschen der Füße erforderlich
machen könnte, wurde das Wasser auch als Höflichkeit angeboten, selbst wenn Schuhe getragen wurden. Als Jesus diese Aktion durchführt, ist klar, dass Jesus die Position eines Sklaven oder Diener einnimmt, der die Füße der von seinen Meistern eingeladenen Gäste wäscht. Dies zeigt sich deutlich, indem er die Oberkleider ablegt und er nimmt ein leinenes Tuch und umgürtet sich. Vers 4. Dies ist der Grund, warum Petrus auch sich weigert, sich die Füße waschen zu lassen. Wie konnte sein Lehrer, der Messias, der auf Davids Thron sitzen würde, seine Füße waschen? Deshalb weigerte er sich aus verschiedenen Gründen, sich die Füße waschen zu lassen. Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer oder auf keinen Fall meine Füße waschen. Aber es ist seltsam, dass Jesus zu Petrus Folgendes sagt: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir. Vers 8. Was meint Jesus mit dieser Aussage? Man muss die verschiedenen Reinigungsritualen im Tempel kennenlernen, bevor wir wissen, was Jesus sagt. Der Zweck des Waschens der Füße besteht darin, die Füße von Schmutz zu reinigen, der beim Gehen entsteht. Dieser Dreck wird symbolisch als Sünde dargestellt. Deswegen, bevor man oder Leute den Hof des Tempels betreten, müssen sie ihren gesamten Körper in Taufbecken oder Mikwe genannt, als Zeichen der Reue reinigen. Südlich von Tempel gibt es so circa hunderte von Taufbecken, Mikwe oder Plural Mikwot. Bevor man zu Tempel geht, man muss dort sich reinigen. Man muss Buße tun. Und als Zeichen, man geht da drin, man badet sich von Kopf bis unten, bis zum Fuß. Das meint Petrus, von Kopf bis zum Fuß. Besonders die Priester müssen sich reinigen. Doch bevor die Priester das Heiligtum betreten, normale Leute dürfen nicht ins Heiligtum gehen. Normale Leute befinden sich am Hof. Nur die Priester dürfen in das Heiligtum gehen. Also, bevor die Priester das Heiligtum betreten, müssen sie wieder ihre Hände und Füße mit dem Wasser von einem Becken waschen, das sich vor dem Tempel Gottes befindet. Also was Jesus meint mit dieser Fußwaschung, ist ein Übergang von Altes Testament zum Neuen Testament, wo man nicht nur auf dem Hof befindet, aber im Heiligtum. Deswegen, wir glauben, dass wir haben keinen Priester mehr, weil alle Christen, alle Gläubigen sind Priester. Wir dürfen in das Heiligtum Gottes hineingehen. Andersfalls dürfen sie das Heiligtum nicht betreten. Das ist, was Jesus meinte, um Teil von ihm selbst sein zu können, der Tempel Gottes selbst ist, müssen die Jünger von Jesus gereinigt werden wollen. Sie müssen sich von Jesus dienen lassen, indem sie ihre Füße waschen. Dies bedeutet, dass Jesus für ihre Sünde am Kreuz sterben muss, damit sie Teil mit Christus bekommen können. Dieser Fußwaschungsdienst hat also zwei Bedeutungen. Erstens, Sklave oder Diener andererseits. Zweitens,
Menschen zur Erlösung bringen. Wenn der Herr Jesus uns in den Dienst der gegenseitigen Fußwaschung ruft, müssen wir auf diese beiden Dimensionen achten. In der ersten Dimension möchte Gott, dass wir einander Diener sein. Wie Philipper 2, Vers 3 sagt, dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Aus diesem Grund gab auch der Herr Jesus seinen Jüngern das neue Gebot in Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Jesus hier selbst sagt, dass das ist ein neues Gebot. Die Frage ist, was ist neu? Hat das Gesetz der Liebe nicht seit dem Alten Testament schon existiert? Das ist so. Die Forderung des Gesetzes ist, andere wie sich selbst zu lieben. Andere wie sich selbst. Das heißt, die andere und ich ist in gleichen Ebene. Wenn man das machen kann, sozusagen, dann ist das Gesetz schon erfüllt. Aber jetzt, das neue Gebot besagt aber, dass wir einander lieben müssen, wie der Herr Jesus uns liebt. Also mit selbst aufopfernder Liebe zu unseren Mitbrüdern und Mitschwestern. Passenderweise erklärte Johannes dieses neue Gebot mit der Aussage in 1. Johannes 3, Vers 16, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Auch sind wir schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Eine große Frage für uns alle, auch für mich selbst. Und deswegen, warum ich habe Angst, den Text zu predigen, sind wir eigentlich bereit, für unser Leben, für unsere Brüder und Schwestern in Christus zu opfern. Das ist eben dieses Gebot, Fußwaschung. Jesus sagt nicht mehr, lieb die andere wie sich selbst. Aber wie Jesus uns liebt, sind wir wirklich bereit, für unsere Geschwister zu sterben? Vielleicht in kleinem Maßstab sind wir bereit, unsere Interessen für unsere Brüder, Schwestern in unserer Gemeinde zu opfern. Der Herr Jesus sagte, diese Liebe ist ein Kennzeichen für die Menschen, uns als seine Jünger zu erkennen. Lass uns einander sich erniedrigen, damit die Liebe Christi in unserer Gemeinde ausstrahlen kann. Die zweite zu beachtende Dimension, dieser Dienst muss eine erlösende oder heilende Dimension haben. Wir können nicht für die Sünden anderer büßen, weil nur Christus Menschen erlösen kann. Deswegen ist der Zweck dieses Dienstes, Leute oder unsere Geschwister zu Christus zu bringen, dass unsere Geschwister Sündenvergebung erleben können. Sich gegenseitig die Füße zu waschen, bedeutet nicht, dass wir einfach auch für etwas Falsches nachgeben. Was hier gemeint ist, ist nicht gegenseitig sich erniedrigen auf Kosten der Wahrheit.
Aber es besteht jedoch die Gefahr, dass wir unsere Geschwister von Christus abwenden, wenn wir um jeden Preis auf unsere eigenen Prinzipien oder unsere eigenen Meinungen beharren. Paulus warnt zum Beispiel die Gemeinde in Korinthus, die sich alle recht haben fühlen, folgendermaßen: Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Hier tadelt Paulus die Korinther mit ihrer Rechthaberei, die um jeden Preis gewinnen wollen, sodass ihre Brüder und Schwestern im Glauben nicht mehr mitgehen und mittragen können und sie mitten auf den Weg zerstört werden. Oh ja, es passiert oft in der Gemeinde Gottes, wo wir nur unsere eigenen Meinungen priorisieren wollen, sodass wir unsere Brüder und Schwestern mitten auf der Straße stehen bleiben lassen. So erinnert uns Paulus daran, dass wir damit sündigen, weil wir unsere Geschwister umkommen lassen, für den Christus auch schon gestorben ist. Nach der Fußwaschung fragte Jesus seine Jünger: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Das ist eine seltsame Frage. Für uns vielleicht, was Jesus macht, ist etwas Neues. Aber für die Jünger, für die Juden, das ist eigentlich klar, was Jesus sagt. Aus der Reaktion des Petrus, das zeigt schon, sie müssen schon die Bedeutung des Handlungs des Herrn erkennen. Und Jesus erklärt auch die Bedeutung seiner Handlungen. Also wofür ist diese Frage denn? Jesus stellte diese Frage, um die Konsequenzen seines Handelns aufzuzeigen. Die Jünger nennen den Herrn Jesus als Lehrer und Herr. Das ist großartig. Aber was bedeutet das? In der jüdischen Kultur unterrichtete ein Lehrer nicht nur, sondern gab auch Beispiele durch sein gesamtes Leben. Es ist die Pflicht eines jüdischen Schülers, seinen Lehrer nachzuahmen, um dem Beispiel seines Lehrers zu folgen. Also wenn Jesus der Lehrer ist, dann sind seine Jünger verpflichtet, seinem Beispiel zu folgen. Besonders mit dem Begriff Herr. Wenn Jesus der Herr ist, bedeutet dies, dass die Jünger Diener oder Sklave sind. Ein Diener hat keine andere Wahl, als sich seinem Herrn zu unterwerfen. Aber die Ironie ist, dass die Jünger, obwohl sie logisch verstehen, aber in der Praxis immer versagen. Gerade nachdem Jesus diese Fußwaschung gemacht hat und das gesagt hat, berichtet Lukas, dass die Jünger erneut darüber streiten, wer unter ihnen der Größte ist. Lukas 22, Vers 24. Das ist eine Ironie. Lukas 22, Vers 24 sagt, es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Das ist eine Ironie. Jesus hat das gerade gemacht mit Fußwaschung und dann die Jünger streiten wieder über wer ist der Größte. Aber diese Ironie ist die Ironie von uns allen. Wir kennen Gottes Wort, aber wir tun es nicht. Das größte Problem ist, dass wir denken, dass es für uns eine Option ist, sich gegenseitig die Füße zu waschen. Deshalb sagte Jesus von Schulden. Schulden.
Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Sich gegenseitig die Füße zu waschen, ist für uns also keine Option, die wir wählen können, zu tun oder nicht. Wenn wir diesen Dienst nicht tun wollen, stellen wir uns über unseren Herrn und somit ist er nicht mehr länger unser Herr. Es wird einfacher sein, diesen Befehl auszuführen, wenn die Person, der wir dienen, jemand ist, der lieb und freundlich zu uns ist. Aber die Tatsache ist, dass es in der Gemeinde Gottes immer Menschen gibt, die unfreundlich zu uns sind. Warum, wissen wir gar nicht. Aber solche Leute gibt es immer. Vielleicht können wir sagen, dass es in der Gemeinde Gottes immer einen Judas gibt. Aber auch Judas hat der Herr Jesus seine Füße gewaschen. Der Herr Jesus weiß ja, dass Judas ihn verraten wird. Aber trotzdem wäscht er immer noch Judas Füße. Es scheint, dass dieses Gebot schwer zu tun ist, aber der Herr Jesus gab dieses Gebot nicht ohne Grund, weil er sagte, wenn ihr dies wisset, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Hier unterscheidet Jesus zwischen Wissen und Tun. Und er verspricht, dass diese gegenseitige Fußwaschung eigentlich Segen bringt, wenn wir das praktizieren wollen. Stellen wir vor, wie schön und herrlich ist, wenn diese gegenseitige Fußwaschung wirklich in unserer Gemeinde realisiert ist. Ich meine natürlich nicht die rituelle, aber die richtige Bedeutung von Fußwaschung. Wir werden alle gesegnet sein. Lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Es ist leicht für uns, deinen Befehl rituell auszuführen. Aber dass wir uns gegenseitig die Füße im wahrsten Sinne des Wortes waschen können, müssen wir in dir gestehen, dass wir alles andere als perfekt sind. Deswegen, Herr, lehrt uns gegenseitig sich zu erniedrigen, damit wir uns gegenseitig dienen können. Lass uns Teil der Menschen sein, die du als glückselig nennst. Vielen Dank, Herr. In deinem Namen beten wir. Amen.